Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit dem sogenannten Radix LSD Sort. Der Radix LSD Sort funktioniert ein kleines bisschen anders und ist auch sehr effizient. Ich will euch aber zuerst einmal erklären, wie der sozusagen als Algorithmus arbeitet, um euch danach so ein bisschen zu erklären, was so besonders an ihm ist, okay? Und das heißt, wenn wir jetzt diese Liste hier aus verschiedenen Ziffern haben, achte darauf, dass es alles ganze Zahlen sind und wir auch wirklich hier nur diese ganzen Zahlen sortieren können gerade. Wenn wir das haben, dann können wir die auf eine ganz komische Art und Weise sortieren. Und zwar basierend auf ihren Ziffern. Und das ist quasi Radix LSD. Wir sortieren basierend auf Ziffern. So könnt ihr euch das quasi merken. Hat nichts mit Radieschen zu tun, wobei man vielleicht die Radieschen hier rauszieht aus den einzelnen Ziffern. Also hier quasi erstmal die 6 rausziehen, dann die 9 rausziehen, dann die 7 rausziehen. Vielleicht kommt es daher. Und LSD kommt vielleicht daher, dass man sich fühlt, als wäre man gerade auf einem Trip gewesen, wenn man das Ganze verstanden hat. Aber okay, fangen wir mal an. Wir bauen uns sozusagen eine Hilfsdatenstruktur, nur so zum Verständnis, die indiziert, welche Ziffer wir eigentlich da gerade haben. Und jetzt fangen wir vorne an. Die 796. Naja, wir fangen auf der rechten Seite, das heißt mit der Einer-Ziffer an zu sortieren. Das müssen wir so machen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und zwar, wenn wir hier die Einer-Ziffer angucken von 796, dann sind das natürlich 6. Das heißt, wir packen die 796 in eine Datenstruktur hinter der 6. Normalerweise auch eine Liste sozusagen, beziehungsweise man kann es auch mehr oder weniger direkt in eine Liste dann packen, das gucken wir uns gleich an. So, dann haben wir die 504. Die 504 hat als Einer-Ziffer die 4, und das heißt, wir packen das dahinter, die 4. Die 999 hat dann eine 9 stehen, 0, 9, 3, 8, 1, 2 und 4. So, und jetzt merkt ihr, wir haben natürlich eventuell mehrere Einer-Ziffern, die gleich sind, wie zum Beispiel bei 504 und 174. Die haben ja dieselbe Einer-Ziffer, also müssen sie natürlich auch in dieselbe Liste, weil wir natürlich hier, uns merken müssen, wie die eigentlich gespeichert werden müssen. Und deswegen packen wir die hier beide hinter die 4 natürlich, aber trotzdem verkettet mit dem Vordermann. Das heißt, die 174 ist natürlich verkettet mit der 504. So. Was wir jetzt machen ist, wir schieben sozusagen alles hier in eine Liste rein. Und ja, also wir haben quasi diese Datenstruktur hier. Wir schieben alles jetzt in eine Liste rein, so wie wir es gerade haben. Und gehen sozusagen von den Nullerziffern bis hin zur Neunerziffer. So, und das heißt zuerst die 200, dann die 81, dann die 712, dann die 53, die 504 und dann nicht hier bei der 5 weitermachen, sondern erst diese Liste hier fertig machen. Und dann, naja, bei der 5 gibt es nichts, also gehen wir direkt zur 6, dann die 8, dann die hier und dann nochmal die hier, weil die natürlich auch immer noch verkettet sind. Das heißt, die werden sozusagen direkt nacheinander da reingepackt. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Durchlauf. Und wir fangen an hier mit der zweiten Ziffer von rechts gesehen, also mit den Zehnern zu hantieren. Das heißt, wir ziehen jetzt die Ziffern anhand der Zehner. Bei 200 ist die zweite Ziffer, also die in der Mitte, natürlich gerade die 0. Bei der 81 ist die Zehnerziffer die 8 natürlich, weil das ist die zweite Ziffer von rechts. Achtet hierauf, wir haben keine 100er Ziffer, das wird noch relevant werden. Wir können hier aber einfach immer eine 0 ergänzen, das sollte klar sein. Okay, bei 712 ist es natürlich die 1, dann hier die 5, die 0, die 7, die 9, die 3, die 9 und nochmal die 0. Und ihr seht, hier kann es durchaus auch mal vorkommen, dass sehr, sehr viele direkt hinter der 0 hängen. Wir machen aber genau dasselbe wieder, schreiben das so hin und packen die wieder alle in die Liste. Vorne angefangen, das heißt die Zahl, die wir als erstes sortiert haben, also die 200, die packen wir natürlich als allererstes da rein und dann kommt erst die 504 und dann die 409. Und jetzt fällt schon vielleicht das erste auf. Die hinteren Ziffern hier sind bereits sortiert. Das heißt, zuerst haben wir hier natürlich die 200, die hinten eine 0 hat. Dann kommt die 504, die hinten eine 4 hat. Und dann kommt die 409, die hinten eine 9 hat. Und das ist sozusagen das Geheimnis davon, okay? So, jetzt haben wir aber noch eine dritte Ziffer, weil wir haben ja immer noch 100er Zahlen. Also machen wir das Ganze nochmal und wir sehen eigentlich schon direkt, was passiert. Wir müssen hier bei der 200 die 2 einteilen, die 5 einteilen, die 4 einteilen, quasi die linkeste Ziffer, okay? Bei 53, also hier sollte klar sein, dass 7 und 8 sind und dann hier bei der 53 haben wir ja keine Ziffer mehr vorne dran, aber wie gesagt, wir können immer einfach die 0 ergänzen. Das heißt, wir schreiben die hier direkt unter die 5, unter die 0 mit 53.
Dann hier die 174, die 81, die auch wieder keine vordere Ziffer hat. Also wir ergänzen eine 0, die 7 und nochmal die 9. So, und jetzt überträgt sich das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass die hinteren Ziffern bereits sortiert sind. In dem Fall jetzt sogar die hinteren 2 Ziffern, weil das ist der dritte Durchlauf hier. Und innerhalb dieser Teillisten sind die hinteren Ziffern immer sortiert. Und das bedeutet, 712 und 796, die 12 und die 96 sind hier bereits sortiert, weil wir natürlich zuerst hinten sortiert haben, dann die zweite von hinten sortiert haben und jetzt die dritte von hinten sortieren. Das heißt, alles, was rechts steht von dem, wo wir gerade sind, also wir sind jetzt hier gerade beim dritten Durchlauf. Das heißt, nach rechts gesehen, der erste und zweite Durchlauf ist bereits sortiert. Und das ist sehr, sehr wertvoll, denn jetzt können wir ganz einfach hierher gehen und alles hintereinander schreiben und wir haben eine perfekt sortierte Liste. Und das ist schon sehr effizient, wenn man sich das mal überlegt. Denn ja, wir sehen beim Radix Sort eigentlich direkt, das ganze Ding läuft in einer komischen Laufzeit O von n mal L. N ist natürlich die gesamte Anzahl an Elementen, die wir haben. Das bedeutet, wir müssen natürlich durch die komplette Liste L mal durchlaufen, weil wir n Elemente haben und wir haben das gerade 3 Mal gemacht, weil wir 3 Zahlen oder Ziffern hatten. Hätten wir jetzt noch die Tausender gehabt, hätten wir das nochmal mehr machen müssen, also 4 Mal. Aber die Länge ist hier nicht insgesamt die größte Zahl, also wir müssen jetzt hier nicht 999 mal durchlaufen, sondern 999 hat 3 Ziffern, also müssen wir L gleich 3 mal durch die ganze Liste durchlaufen. Und ja, N ist einfach die Anzahl an Elementen innerhalb der Liste. So. Natürlich brauchen wir jetzt hier ein bisschen zusätzlichen Speicherbedarf, weil wir, wie gesagt, nicht in place arbeiten. Also wir arbeiten nicht auf der Originalliste, sondern wir nehmen die Elemente und schreiben sie quasi in neue Listen. Das bedeutet, wir haben hier einen zusätzlichen Speicherbedarf von O von N. Das ganze Ding ist aber stabil, das heißt, es ist stabil im Endeffekt. Und eine Voraussetzung haben wir hier allerdings, und zwar: Ihr habt gesehen, wir vergleichen jede Ziffer für sich. Und das bedeutet, wir müssen auch insgesamt für jede, also wir müssen natürlich auch in Ziffern aufteilen können. Ansonsten haben wir hier nicht wirklich eine Option, irgendwas zu sortieren. Das bedeutet, wir brauchen auf jedem einzelnen Zeichen des Alphabets, in unserem Fall ist das Alphabet hier die Ziffern, also Zahlen von 0 bis 9, brauchen wir eine Total- bzw. eine Quasi-Ordnung. Das heißt, wir brauchen eine Ordnung, dass zum Beispiel 0 kleiner ist als 9. Dass zum Beispiel ein kleines a kleiner ist als ein kleines b. Oder auch vielleicht, dass ein kleines a kleiner ist als ein großes a. Solche Ordnungen brauchen wir. Wir müssen sortieren können, und zwar auf Zeichenebene. Wir müssen nicht insgesamt sortieren können, sondern wirklich runterbrechen auf die einzelnen Zeichen. Und das ist quasi die große Limitierung vom Radix Sort, die man aber natürlich bei Zahlen wunderbar umgehen kann, weil Zahlen haben natürlich für jede einzelne Ziffer eine Ordnung. Allerdings wird es natürlich schwierig, wenn wir hier irgendwie Klassen haben, die separat natürlich irgendwie eine Ordnung definieren, aber vielleicht nur auf den Elementen insgesamt. Das heißt, ich kann zwar einzelne Elemente miteinander vergleichen, aber ich kann nicht die Ziffern der Elemente miteinander vergleichen. Dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, dann kann ich Radix LSD-Sort nicht benutzen. So, das als kleine Erklärung hier für den Radix LSD-Sort. Und ja, nächstes Mal geht es natürlich weiter mit der Implementierung. Und kleiner Spoiler, hier gibt es 2 verschiedene oder eigentlich sogar mehrere verschiedene Implementierungen. Und wir wollen uns natürlich gleich mehrere auch angucken. Das heißt, es werden mehr als nur ein Video werden. Damit war es das erstmal mit der reinen Erklärung sozusagen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.